Bundesliga, Spieltag 11, Länderspielpause. Die letzte in diesem Jahr ist also Geschichte. Wir gehen heute rein mit Bayern gegen Augsburg. Die Bayern haben auf St. Pauli gewonnen. Vor der Länderspielpause ganz knapp mit 1:0. Schönes Tor von Musiala. Und Augsburg an einem kalten Sonntagnachmittag zu Hause gegen Hoffenheim 0:0 gespielt. War so ein bisschen zu erwarten. Was auch zu erwarten sein wird, ist, glaube ich, dass Bayern ein sehr dominantes Spiel machen wird. Ob sie es auch so klar und deutlich gewinnen, weiß ich nicht. Aber ich gehe mal davon aus, würde ich sagen. Vielleicht ein 3:1, ein 3:0. Schwer zu sagen. Ich mache mal ein 3:1, weil ich traue den Bayern immer zu, dass sie ein Gegentor kriegen. Augsburg, die kann ich halt auch schwer auswärts einschätzen. Zu Hause sehr eklig zu bespielen, da können sie jeden schlagen. Auswärts in München die haben da auch schon mal gewonnen. Aber das ist auch schon ein bisschen her. Ich weiß gar nicht mehr wann, aber es ist auch schon ein bisschen her. Aber ich glaube, das wird auch in dieser Saison sehr, sehr schwer. Vielleicht ein Remis mit ganz, ganz viel Glück, aber da müssen auch die Bayern total scheiße spielen. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass die Bayern das ganz souverän machen werden. Am Samstag unter anderem dann Stuttgart gegen Bochum. Die Stuttgarter zu Hause in einem wilden Spiel gegen Frankfurt 2:3 verloren. Sind da nochmal rangekommen, haben eigentlich das 3:3 gemacht, da war wirklich alles mit dabei. Schöne Freistoßtore, Elfmeter verschossen, Last Second Ausgleich. Dann zum Glück für Eintracht Frankfurt war es abseits. Man muss aber dazu sagen, dass die Stuttgarter trotzdem besser waren, gut gespielt, haben halt ihre Chancen nicht genutzt. Und auf der anderen Seite der VfL Bochum zu Hause gegen Leverkusen, was auch so ein bisschen zu erwarten war, habe ich ja vorher gesagt, neuer Trainer Dieter Hecking wird wahrscheinlich jetzt alles komplett auf den Kopf stellen. Ich habe gelesen, dass die Spieler sich schon gefreut haben, dass sie wieder Bier trinken dürfen in der Kabine. Dass da schon alleine Dieter Hecking für die ein Gott war oder gleich auf ihrer Seite oder was weiß ich, einen guten Eindruck gemacht hat. Wenn das schon alleine reicht, um das Gesamtkonstrukt wieder so ein bisschen stabiler zu machen, das Selbstvertrauen zurückzugewinnen der Spieler oder Sicherheit, dann solltet ihr öfter Bier trinken in der Kabine, weiß ich nicht. Auf jeden Fall 1:1 zu Hause gegen Leverkusen. Hätte man jetzt auch nicht unbedingt erwartet, aber es ist halt immer so, neuer Trainer. Das sage ich ja auch ganz oft hier immer bei meinen Tipps. Aber ich glaube, da in dem Fall wird der VfB das gewinnen. Vielleicht nicht so deutlich, wie ich das vor der Entlassung getippt hätte. Also da hätte ich noch gedacht, Stuttgart 3:4-0. Das wird auch ein knappes Ding. Ich mache mal hier ein 2:0, weil es wird halt auch für die Bochumer richtig schwer, ob die Qualität des Kaders reicht, um über eine gesamte Saison 3 Mannschaften hinter sich zu lassen. Das bezweifle ich noch ein bisschen, weil die anderen Teams, die Aufsteiger jetzt auch anfangen, so langsam ein paar Punkte zu sammeln. Von daher wird das bis zum Schluss wirklich ganz, ganz knapp. Aber hier in dem Fall setze ich mal den VfB auf einen 2:0 Sieg. Dann kommen wir doch gleich zu Leverkusen, die zu Hause gegen Heidenheim spielen, in Bochum halt nur ein 1:1 geholt, sind auch noch nicht so konstant wie letzte Saison. Klar, sowas kannst du auch nicht mehr wiederholen, das wird es wahrscheinlich die nächsten Jahre auch so schnell nicht mehr geben. Vielleicht den Bayern, den könnte man das dann wohl am ehesten zutrauen oder irgendeine Eintagsfliege. Schauen wir mal. Und Heidenheim auf der anderen Seite zu Hause gegen Wolfsburg verloren. Ja, auch auf den Sonntagabend 19:30 gegen Wolfsburg zu Hause. Das sind natürlich auch die Bundesligaspiele, die du sehen möchtest. Jetzt ist natürlich wieder die Gefahr. Holstein Kiel hat vor kurzem in Leverkusen 2:2 gespielt. Ich glaube nicht, dass es wieder so knapp wird. Ich glaube, dass die Leverkusener daraus gelernt haben. Heidenheim kann eigentlich befreit aufspielen. Ist auch immer für eine Überraschung gut. Ob es aber in Leverkusen gerade so weit sein wird, weiß ich jetzt nicht. Deswegen würde ich auch die Leverkusener hier mal auf einen klaren Sieg tippen, sogar ein 3:0. Weil eigentlich muss Leverkusen das machen. Die müssen oben dran bleiben. Die müssen die Bayern oder dürfen die Bayern nicht jetzt schon enteilen lassen. Obwohl ich finde, dass die Bayern, wie gesagt, momentan einen sehr, sehr konstant und guten Eindruck machen. Und das für mich der zukünftige deutsche Meister ist in dieser Saison. Bislang schauen wir mal, wie das im Frühjahr aussieht, wenn es dann so in die entscheidende Phase geht. Aber jetzt, um auf das Spiel mal wieder zurückzukommen, Leverkusen-Heidenheim 3:0. Wolfsburg gegen Union. Die Wolfsburger, wie gesagt, mit dem Sieg in Heidenheim 3:1 sind auch wieder vielleicht in der Erfolgsspur drinne. Müssten jetzt mal eine Serie starten, damit sie oben anklopfen können. Union hat zu Hause 0:0 gegen Freiburg gespielt. War ein sehr interessantes Spiel. Hatten Glück, dass die Freiburger einen Elfmeter verschossen haben. Renault hat wohl eine gute Leistung gezeigt, hat einige schwierige Bälle rausgefischt. Da müssen auch beide Teams, um halt oben dran zu bleiben, Wolfsburg ganz besonders, um halt oben weiter reinzurutschen in die internationalen Plätze. Union steht da oben eigentlich immer auch noch sehr solide mit dabei. Nach wie vor sehr überraschend, dass die mit ihrem Fußball, den sie spielen, da oben stehen. Aber was willst du machen? Ich würde aber da mal ein Unentschieden machen, weil beide müssen. Es könnte ein sehr, sehr interessantes Spiel werden. Könnte auch ein Abtasten werden, total einschläfender Fußball oder einschlafender Fußball. Deswegen machen wir mal für beide Teams nur ein Tor, minimale Ausbeute. Von daher
ein 1:1 Unentschieden. Dortmund gegen Freiburg, auch ein sehr, sehr sportlich interessantes Duell. Dortmund hat in Mainz verloren vor der Länderspielpause. Für die verläuft die Saison auch, wie Thomas Tuchel damals schon gesagt hat, in einem ständigen Auf und Ab und es ist sehr unbefriedigend. Ja, Pokal ausgeschieden, Champions League dann sehr souverän eigentlich bislang. In der Liga dann zu Hause gegen Leipzig gewonnen, was man jetzt auch nicht so unbedingt gedacht hätte. Dann halt die Niederlage in Mainz und die Freiburger mit einem 0:0 bei Union, die spielen auch so weiter wie letzte Saison. Also wie gesagt, ich bin immer noch sehr überrascht, dass das unter Schuster auch so weiterläuft wie unter Streich. Aber die gehören da oben wohl auch bislang anscheinend hin, spielen da auch oben mit. Das wird auch noch sehr, sehr interessant dann nächstes Jahr im Frühjahr, wenn es dann in die entscheidende Phase geht. Jetzt natürlich wäre mal die Chance da, auf die Freiburger zu tippen. Aber wenn ich das mache, wird Dortmund wahrscheinlich 3 oder 4:0 gewinnen. Und wenn ich auf Dortmund wieder tippe, dann verlieren die oder spielen unentschieden. Was mache ich denn? Wieder ein Unentschieden? Ich mache mal einen ganz knappen Dortmunder Heimsieg. Vielleicht haben sie sich ja gefangen in der Länderspielpause, haben sich nochmal zusammengesetzt, haben auch ein Bierchen getrunken oder 1, 2 Bierchen mehr. Wie in Bochum. Ich weiß es doch nicht, keine Ahnung. Also Dortmund gegen Freiburg mache ich mal ein knappes 2:1. Dann haben wir ein weiteres El Clasico, was wir auch, glaube ich, so schnell nicht mehr aus der Liga bekommen werden. Hoffenheim gegen Leipzig. Würde sich auch keine Sau angucken, wenn es nicht auf den Samstag gelegt werde. 15:30 Uhr hat die DFL natürlich richtig, richtig clever gemacht, um wenigstens noch ein paar Zuschauer oder dass die Einschaltquote nicht bei 0 ist, haben sie es direkt auf den Samstag gelegt. 15:30 Uhr Hoffenheim bei einem 0:0 in Augsburg. Wie gesagt, eine ziemlich langweilige Partie, ziemlich ereignisarm, habe ich mir sagen lassen und von daher mit neuem Trainer. Ja, ich glaube Christian Ilzer, der war vorher bei Sturm Graz. Ja, beerbt jetzt Pellegrino Matarazzo, den ich getippt habe als ersten Trainer. Den hätten sie ruhig vor dem Bochumer Trainer entlassen können. Schade um meine Kicktipp-Punkte. Leipzig zu Hause gegen Gladbach 0:0. Die Gladbacher haben da richtig gut gespielt. Erste Halbzeit waren sie sogar das bessere Team. Zweite Halbzeit hat Leipzig da ein bisschen mehr gemacht. Und die müssen auch besonders in der Champions League gucken. Die haben jetzt, glaube ich, 4 Niederlagen aus 4 Spielen. Hätte man jetzt auch nicht so unbedingt gedacht. Mir soll es recht sein. Mich juckt das nicht, wenn die Leipziger ausscheiden aus der Champions League. Bin ich sogar relativ froh drum. Auch mit der Meinung stehe ich nicht ganz alleine da. Ja, aber Hoffenheim-Leipzig, was machen wir da sportlich draus? Sieg für Hoffenheim, weil wegen neuen Trainer, oder Leipzig-Sieg, weil die halt auch einfach müssen. Ich gehe einfach mit dem guten, alten, Sichtpunkt oder mit der Sichtweise, dass ein neuer Trainer vielleicht neuen Schwung reinbringt und dass das vielleicht doch erfolgreich wird. Deswegen ein knappes 1:0 für Hoffenheim. Samstagabend dann 18:30 Uhr zur Primetime. Richtig geiles Spiel. Frankfurt zu Hause gegen Bremen. Auch bei der Eintracht, die, wie gesagt, in Stuttgart gewonnen hat. 3:2. Nicht sonderlich gut gespielt haben, muss man wirklich sagen. Die Chancen, die wir halt hatten, haben wir halt gemacht. Elfmeter gehalten durch Trapp und auch in letzter Sekunde Glück gehabt, dass das zwar ganz knapp abseits war, aber abseits war. So sportlich fair muss man halt bleiben. Und wir haben halt Omar Mamouche, der das 3. Freistoßtor in Folge schießt. Der ist momentan in der Form seines Lebens. Der wird im Sommer, ist jetzt meine Meinung, wechseln, wenn nicht irgendwas Großartiges passiert. Wenn die Eintracht sich nicht für die Champions League qualifiziert, dann könnte man ihn eventuell sportlich nochmal überzeugen. Aber er hat ja schon irgendwie durchsickern lassen, dass die Premier League auch sein Ziel ist. Und ich sag mal so, wenn das anders als bei Kolo Muani abläuft, wenn man sich da die Hand geben kann, wenn man vernünftig miteinander spricht, eine vernünftige Ablöse bei rumkommt, dann gibt man sich die Hand und dann, ist es halt so. Ich glaube, wir müssen davon wegkommen, dass man solche Spieler 3 oder 4 Jahre hält. Gerade bei Frankfurt, so weit sind wir halt noch nicht. Aber wir sind gut drauf. Bremen zu Hause gegen Holstein Kiel war, glaube ich, das letzte Ergebnis. 2:1, auch ein knappes Ergebnis. Aber auch ein Sieg in letzter Sekunde, in letzter Minute. Ich glaube, Frankfurt und Bremen, da fallen immer viele Tore. Also ich glaube, die haben selten 0:0 gespielt. Ich kann mich daran erinnern an Phasen früher mit Thomas Schaaf als Trainer, da hat Bremen mal 5:0 oder 6:2 auch in Frankfurt gewonnen. Genauso aber auch umgekehrt. Wir haben Bremen auch schon zu Hause teilweise abgeschossen, möchte ich mal sagen. Und ich hoffe natürlich auf einen Sieg der Eintracht. Ich hoffe, dass die so weitermacht, dass die nach der Länderspielpause ein paar Verletzte gibt's, also hinter 2, 3 Spielern gibt es so ein kleines Fragezeichen. Einige fallen auch leider aus. Von daher freue ich mich einfach auf ein super Spiel und ich hoffe natürlich auf 3 Punkte für mein Team, für die Eintracht. Und deswegen 2:0. Am Sonntag gibt es dann Holstein Kiel gegen den ersten FSV Mainz 05 um 15:30 Uhr. Ist halt auch ein Spiel, was man sich wahrscheinlich so sonst nie angucken würde. Kiel in Bremen ganz knapp verloren beim Nordduell mit 2:1. Haben gar nicht schlecht gespielt. Haben halt die Chancen nicht gemacht, die sie hatten und hinten dann halt einmal leider zu viel geschlafen. Mainz hat Dortmund geschlagen zu Hause. Ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Haben sie schon öfter gemacht in den letzten Jahren. Aber ausgerechnet immer gegen Dortmund. Und jetzt ist halt die Frage, ob Kiel zu Hause
die Erfolgsserie fortsetzt. Letztes Heimspiel gegen Heidenheim haben sie ja gewonnen. Oder ob Mainz besser aus der Länderspielpause kommt. Oder ob es da halt auch ein Unentschieden gibt. Das wäre zum Beispiel auch ein Unentschieden-Spiel für mich. Wobei Mainz leicht favorisiert sein würde. Aber ich glaube, da gibt es einen Sieger. Ich gehe mal mit den Mainzern. Ich mache da auch mal ein knappes Ergebnis, 2:1. Ich sehe die einfach auch von der Qualität her, vom Kader her einfach ein bisschen stärker als Kiel. Aber vielleicht überraschen uns ja auch die Kieler. Wir werden sehen. Und das letzte Spiel mal wieder mit Beteiligung von Borussia Mönchengladbach zu Hause gegen St. Pauli. Die haben, also Gladbach in Leipzig 0:0 gespielt. Richtig gut. Die erste Halbzeit vor allem hat sich richtig gut ansehen lassen, guten Fußball gespielt, auch ein paar Chancen gehabt. Zweite Halbzeit dann haben sie ein bisschen weniger gemacht, aber haben dann halt verdienten Punkt, glaube ich, aus Leipzig mitgenommen. St. Pauli zu Hause haben auch nur 1:0 gegen die Bayern verloren. Da hatte man ja so ein bisschen auf die Weltpokal-Sieger-Besieger-Mentalität gehofft, dass sie zu Hause gewinnen oder zumindest mal ein Tor schießen. Ich glaube, St. Pauli ist die einzige Mannschaft, die zu Hause noch kein einziges Saisontor gemacht hat. Ich werde es jetzt mal jinxen. Gegen die Eintracht wird es dann soweit sein, wenn wir zuerst auf St. Pauli spielen. Ich habe jetzt den Spielplan nicht so ganz im Kopf, aber wenn dann die Eintracht auf St. Pauli spielt und die bis dahin noch nicht zu Hause getroffen haben, merkt euch meine Worte, es wird gegen Frankfurt soweit sein. Also und hier mache ich mal für die Gladbacher, weil die momentan ja eigentlich eine gute Phase hatten in der Liga, gut gespielt haben, Bremen zu Hause geschlagen haben, in Leipzig einen Punkt geholt haben, mache ich ja auch mal ein knappes 2:1 für Gladbach. Speichere meine Tipps und wir gucken mal auf die Gesamtübersicht. Dort sieht es nämlich so aus, dass der Cem nach wie vor mit 7 Punkten Vorsprung vor dem SGE Tobi steht, dann Andrea, FCB Teamstar oder Timestar, dann der Sascha X, Daniela Flame, Rass und so weiter. Ich scroll wie immer mal runter. Ich bin auf Platz 24. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, es läuft gut. Du brauchst halt immer ein bisschen Glück, das ist ganz klar. Das sage ich hier jede Woche auch immer wieder. Das gehört auch immer mit dazu, ist halt ein Glücksspiel. Fußball ist so unvorhersehbar. Du kannst zwar tippen, wie du willst und kannst das Spiel bis ins kleinste Detail analysieren, wenn immer wieder was Spontanes dazukommt oder dazwischenkommt, dann ja, ist es halt so, wie es ist. Mal gucken, ob ich ein paar Leute aussortiere, zum Beispiel hier unten. Am Ende, die werden, glaube ich, nicht mehr mittippen. Also die hier 0 Punkte haben, die werden, glaube ich, auch nicht mehr mittippen. Ist ja auch okay, mein Gott. Ich freue mich dafür um die Leute, die aktiv sind. Ich hoffe, ihr seid bis zur Winterpause. Wir haben jetzt nämlich keine Länderspielpause mehr. Wir hasseln jetzt durch bis zum Winter. Pokal, Europapokal, Bundesliga. Und ich freue mich. Ich hoffe, ihr auch. Ich wünsche euch viel Glück für eure Mannschaften, für eure Tipps. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Und dann geht's weiter nächste Woche mit den Tipps zu Spieltag Nummer 12. Macht's gut. Ciao, ciao.